Stell dir für einen Moment vor, du stehst am Beginn eines schmalen Pfades, hoch oben in Nordschweden. Kein Lärm, kein Smartphone und keine Uhr. Nur du und die unendliche Weite des Fjells. Die Luft ist kühl und klar. Du hörst ein leises Rascheln in den Blättern und vor dir ein Weg, der schon seit Jahrhunderten durch eine der stillsten Landschaften Europas führt. Heute gehst du diesen Weg ganz leicht, mit geschlossenen Augen, während dein Körper langsam schwerer wird und dein Atem sich beruhigt. Am Ende dieser Wanderung wartet kein Ziel, das du erreichen musst, nur Entspannung und ein ruhiger, tiefer Schlaf. Bevor du losgehst, heiße ich dich herzlich willkommen bei Nordic Dreamtime. Mein Name ist Katrin und ich führe dich heute Abend auf eine ruhige Wanderung entlang des Kungsleden, den Königsweg durch das schwedische Fjell zur Zeit des goldenen nordischen Herbstes. Mach es dir jetzt bequem, so wie du es magst. Zieh die Decke ein Stück höher und wenn du möchtest, schließe schon jetzt die Augen oder genieße die wunderschönen Eindrücke dieser faszinierenden Landschaft mitten in Lappland. Beschreite einen Weg durch eine der ältesten Landschaften Europas. Wir haben vergessen, wann die ersten Menschen diesen Pfad genutzt haben. Und irgendwann, ganz von selbst, wirst du auf diesem Weg einschlafen. Noch bevor du einen ersten Schritt machst, fällt dir auf, wie anders die Luft hier oben wirkt. Sie ist kühl, klar und rein. Mit jedem Atemzug gelangt sie tiefer in deine Lungen. Ein Gefühl von Freiheit und Glück breitet sich in deiner Brust aus. Dann bemerkst du diesen feinen Duft der Stille, nach feuchtem Moos, nach Birkenholz und Pilzen. Nichts drängt sich hier auf. Kein Motorengeräusch, kein Summen einer fernen Straße, nur das leise Rascheln der ersten gelben Blätter, die sich langsam von den Ästen lösen und lautlos zwischen den Blaubeersträuchern zu Boden gleiten. Vor dir liegt der berühmteste Wanderweg Skandinaviens, der Kungsleden. Auf rund 450 Kilometern schlängelt sich der Königspfad durch unberührte Wildnis und spektakuläre Nationalparks in Lappland. Vor mehr als einem Jahrhundert wurde diese Bergregion, die zu den schönsten Regionen Schwedens zählt, für Wanderer zugänglich gemacht. Und obwohl es noch immer Jahr für Jahr viele Wanderer in die wenig besiedelten Skanden zieht, verliert diese Landschaft nichts von ihrer Einsamkeit. Du blickst auf den schmalen Weg vor dir und die Berge erscheinen noch klein und weit entfernt. Du ahnst noch nichts von den weiten Tälern, die dich bald erwarten. Du blickst an den Himmel und er erscheint in einem so kräftigen Blau, wie du es seit langem nicht mehr gesehen hast. Nun setzt du den ersten Fuß auf den Weg. Es gibt kein Ziel, das du erreichen musst, keine Uhr, die dich antreibt, keine Termine, die auf dich warten. Das Licht fällt weich durch die lichten Kronen der kleinen Birken, die Blätter leuchten in warmen Gelbtönen, als hätte der kurze nordische Sommer ihnen noch einmal all seine Farben geschenkt, bevor der lange Winter zurückkehrt. Vielleicht bemerkst du, dass diese Birken ganz anders aussehen als die Bäume, die du aus Mitteleuropa kennst. Ihre Stämme sind schmal, ihre Kronen locker. Viele wachsen leicht gebogen dem Wind entgegen. Das hat einen guten Grund. Hier oben dauert der Sommer nur wenige Wochen. Trotz der Mitternachtssonne ist die Vegetationszeit so knapp bemessen, dass die Bäume jede Stunde des Lichts nutzen. Und dennoch wachsen sie langsam, sehr langsam. Im Winter drücken meterhohe Schneemassen auf die jungen Äste, während kräftige Stürme über die Hochebenen ziehen. Nur jene Birken, die sich über viele Generationen an diese Bedingungen angepasst haben, können hier bestehen. Gerade deshalb wirken sie so bescheiden.
nicht klein, weil ihnen etwas fehlt, sondern weil genau diese Form ihnen das Überleben ermöglicht. Während du langsam weitergehst, tanzen einzelne Blätter im Wind. Manche drehen sich mehrere Sekunden lang durch die Luft, bevor sie auf dem weichen Waldboden landen. Vielleicht hörst du sogar das leise Knacken kleiner Zweige unter deinen Schritten. Der Weg steigt kaum merklich an. Links und rechts wachsen Blaubeersträucher, deren Blätter bald eine tiefrote Farbe annehmen werden. Dazwischen schimmern helle Flechten und dicke, weiche Moospolster, die den Boden wie eine schützende Haut bedecken. Die Landschaft, durch die du dich nun bewegst, ist uralt. Die Berge, die dich umgeben, gehören zu den ältesten Gebirgen Europas. Sie gehören zum skandinavischen Gebirge. Die Einheimischen nennen sie Skanden. Vor hunderten Millionen Jahren waren sie einst so hoch wie die heutigen Alpen. Wind, Regen, Schnee und Eis haben sie über eine unvorstellbar lange Zeit langsam abgeschliffen. Deshalb wirken ihre Formen heute so sanft, so ruhig, beinahe friedlich. Geduldig beobachten sie seit Jahrmillionen, wie die Jahreszeiten kommen und wieder vergehen. Und während der schmale Weg langsam tiefer in den goldenen Birkenwald hineinführt, bleibt die Welt hinter dir mit jedem Schritt ein kleines Stück weiter zurück. Mit jedem Schritt wird der Wald ein wenig heller. Die Birken stehen jetzt nicht mehr ganz so dicht beieinander, und zwischen ihren schmalen Stämmen öffnen sich immer wieder kleine Fenster, durch die dein Blick weit in die Landschaft schweifen kann. Dahinter zeichnen sich bereits die ersten sanft gerundeten Bergrücken ab. Immer deutlicher erkennst du ihr graues Gestein und die sorgfältig abgeschliffenen Kanten. Man könnte meinen, es waren einst Riesen, die dies in mühevoller Arbeit getan haben. Und irgendwie stimmt das auch, denn viele Jahrtausende bewegten sich mächtige Gletscher langsam über diese Landschaft hinweg. Meter für Meter schoben sie Geröll, Sand und Felsbrocken vor sich her, und unter ihrem gewaltigen Gewicht wurde selbst das härteste Gestein glatt poliert. Was heute so ruhig und harmonisch wirkt, entstand durch Kräfte, die sich kaum vorstellen lassen. Heute erinnert kaum noch etwas an diese Zeit. Pflanzen und Tiere haben sich den Raum längst zurückerobert. Zwischen den Steinen wachsen Flechten, Moose und niedrige Beerensträucher, die zu den ersten Pflanzen gehören, die selbst dort Fuß fassen können, wo der Boden nur dünn ist. Manche Flechten wachsen kaum 1 Millimeter pro Jahr. Was wie ein kleiner grau-grüner Teppich aussieht, kann älter sein als viele Menschenleben zusammen. Dein Blick bleibt für einen Moment an einer einzelnen Birke hängen. Ihre Blätter zittern unaufhörlich, obwohl kaum Wind zu spüren ist. Die feinen Blattstiele dieser Birken sind erstaunlich beweglich, und schon kleinste Luftströmungen reichen aus, um sie in Bewegung zu versetzen. Dadurch rauscht der Wald selbst an Tagen leise vor sich hin, an denen fast völlige Windstille herrscht. Dieses sanfte Flüstern begleitet dich, während der Weg langsam weiter an Höhe gewinnt. Ganz allmählich verändert sich die Vegetation. Die Birken werden niedriger, und zwischen ihnen erscheinen immer größere Flächen aus Blaubeerkraut, Moosen und Zwergsträuchern. Fast unmerklich kündigt die Landschaft an, dass das offene Fjell näher rückt. Wenig später begleitet dich das leise Murmeln eines fließenden Gewässers. Noch bevor du es sehen kannst, hörst du das Wasser bereits zwischen den Steinen hindurchfließen. Sein gleichmäßiges Rauschen mischt sich mit dem Rascheln der Birkenblätter und bildet eine jener einfachen Melodien, die sich niemals wiederholen und niemals langweilig werden.
Als der Pfad den Bach erreicht, wird das Gewässer plötzlich sichtbar. Die großen, runden Steine im Flussbett verraten dir, dass dieses Flüsschen auch zu einem reißenden Fluss werden kann. Sein Wasser ist erstaunlich klar und jeder einzelne Stein am Grund ist zu erkennen. Sie schimmern in Grautönen, manche leicht rötlich, andere fast schwarz, viele von ihnen rund geschliffen, nicht weil sie schon immer so aussahen, sondern weil fließendes Wasser sie über unzählige Jahre immer wieder gegeneinander bewegt hat. Vielleicht tauchst du gedanklich für einen Augenblick eine Hand hinein. Das Wasser wäre selbst jetzt, im frühen Herbst, eiskalt. Ein großer Teil davon stammt aus den höher gelegenen Schneefeldern, die den Sommer über nur langsam abschmelzen. Jeder Sonnenstrahl löst dort oben winzige Mengen Wasser aus Eis und Schnee, und aus zahllosen kleinen Rinnsalen entstehen Bäche. Aus Bächen werden Flüsse und irgendwann erreichen sie weit entfernte Seen oder schließlich die Ostsee. Während du den kleinen Fluss überquerst, fällt dir auf, wie weiche Moose auf den Steinen, aber auch am Rand zwischen den Steinen wachsen. Es sind dicke Moospolster, die Feuchtigkeit wie ein Schwamm speichern. Sie schützen den Boden vor Austrocknung und bieten unzähligen kleinen Lebewesen einen Lebensraum. Selbst dort, wo der Winter viele Monate lang alles unter Schnee begräbt, beginnt das Leben jedes Frühjahr aufs Neue. Nachdem der Bach langsam hinter dir verschwindet, verändert sich der Charakter der Landschaft beinahe unmerklich. Der Weg steigt jetzt deutlicher an. Die Birken treten noch weiter auseinander und zwischen ihnen ergießt sich immer wieder ein Meer aus grauem Geröll. Es wirkt, als hätten Riesen die unzähligen Steine dorthin getragen. Ganz still liegen sie da. Diese weiten Felder aus grauem Gestein, die dir am Kungsleden immer wieder begegnen, oft dort, wo der Wald bereits zurückweicht und das offene Fjell beginnt. Man könnte meinen, sie seien einfach so entstanden, plötzlich, durch einen einzigen gewaltigen Moment. Doch das Gegenteil ist wahr. Diese Blockhalden sind das Ergebnis eines unglaublich langsamen, geduldigen Prozesses, der sich über tausende Jahre immer wieder wiederholt hat. Alles beginnt mit dem Frost. Wenn Wasser in feinste Risse des Gesteins eindringt und in der kalten Nacht gefriert, dehnt es sich aus, mit einer Kraft, die selbst harten Fels sprengen kann. Jede Frostnacht treibt den Riss ein winziges Stück weiter, Jahr für Jahr, Winter für Winter, bis sich ein Stück Fels vollständig löst. Man nennt das Frostsprengung, und hier oben, wo die Temperatur allein an einem einzigen Herbsttag mehrfach über und unter den Gefrierpunkt wandern kann, findet sie besonders häufig statt. So entstehen, Stein für Stein, ganze Felder aus Geröll, die sich langsam die Hänge hinabziehen, geformt von Frost, Schwerkraft und unendlich viel Zeit. Und wenn du heute darüber wanderst, berührst du eigentlich immer noch denselben stillen Prozess, der niemals ganz zur Ruhe kommt, nur so langsam geschieht, dass ein Menschenleben kaum genügt, um ihn wachsen zu sehen. Flechten zeichnen helle Muster auf die Steine. Sie wirken wie kleine Landkarten. Langsam gehst du über die Blöcke hinweg. Nichts wirkt hier aufgeräumt, und gerade deshalb wirkt alles vollkommen. Hier scheint jeder Stein genau den Platz gefunden zu haben, den die Landschaft für ihn vorgesehen hat. Mit jedem Meter wird die Aussicht etwas weiter. Hinter dir verschwindet der Birkenwald langsam im Tal. Vor dir breitet sich das Fjell immer deutlicher aus. Die Bergrücken verlaufen in sanften Linien bis zum Horizont. Es ist eine Landschaft, die nicht beeindrucken möchte, und gerade deshalb tut sie es doch.
Vielleicht bemerkst du, wie still es geworden ist. Vögel sind kaum zu hören, doch diese Stille ist niemals leer. Sie besteht aus unzähligen kleinen Geräuschen, dem Rascheln trockener Blätter, dem kaum hörbaren Fließen des Wassers irgendwo zwischen den Steinen, deinem eigenen ruhigen Atem und dem gleichmäßigen Rhythmus deiner Schritte. Mehr braucht dieser Moment nicht. Langsam führt der Pfad weiter bergauf, dorthin, wo kaum noch Birken wachsen und sich die Landschaft erneut verändert. Fast ohne es zu bemerken, hast du die eigentliche Baumgrenze erreicht, und über den mächtigen Bergen vor dir hängen tiefe Wolken. Die Birken, die dich bisher begleitet haben, werden jetzt immer kleiner. Manche reichen kaum noch bis zur Hüfte, andere schmiegen sich dicht an den Boden, als wollten sie sich vor den langen Wintern schützen. Und genau das tun sie. Je höher das Fjell ansteigt, desto härter werden die Bedingungen. Schon im September können die ersten Schneefälle einsetzen, und im Winter fegen Stürme mit erstaunlicher Kraft über die offenen Hänge. Pflanzen, die hier überleben wollen, dürfen dem Wind kaum Angriffsfläche bieten. Deshalb wachsen viele Sträucher kaum nach oben, sondern in die Breite. Fast wie ein lebender Teppich schmiegen sie sich an den Boden, wo die Schneedecke sie während des Winters schützt wie eine warme Decke. An den niedrigen Zweigen leuchten jetzt die ersten roten Blätter zusammen mit dem Goldgelb der Birken, das im Zusammenspiel wie ein Blick durch ein Kaleidoskop wirkt. Dazwischen das satte Grün der Moose und dunkler Fels. Es sind Farben, die für viele Menschen untrennbar mit Lappland verbunden sind. Dabei dauert dieses Schauspiel oft nur wenige Tage. Der nordische Herbst kennt keine langen Übergänge. Während in Mitteleuropa die Blätter langsam ihre Farbe wechseln, scheint hier oben alles beinahe gleichzeitig zu geschehen. Innerhalb kurzer Zeit verwandelt sich die Landschaft in ein Mosaik aus Gold, Rot und Orange. Und wenige Wochen später wird der erste Schnee viele dieser Farben bereits wieder unter einer weißen Decke verschwinden lassen. Die auf den ersten Blick karg erscheinende Vegetation ist ein sensibles und fein abgestimmtes Netzwerk aus Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen. Unter der Oberfläche verbinden feine Pilzfäden die Wurzeln vieler Pflanzen miteinander, helfen beim Austausch von Wasser und Nährstoffen und machen es möglich, dass selbst unter diesen rauen Bedingungen ein erstaunlich vielfältiges Leben existiert. Während der Pfad nun langsam aus dem Schutz der letzten Birken hinausführt, öffnet sich eine Hochebene Stück für Stück. Vor dir wartet eine neue Weite, eine Landschaft, in der Himmel und Erde einander näher zu sein scheinen als irgendwo sonst. Der Weg wird nun zu einem schmalen Pfad. Zwischen den Steinen zeichnet er sich nur noch als heller Streifen ab, den schon unzählige Wanderer vor dir gegangen sind. Und doch wirkt es nicht, als hätte dieser Pfad die Landschaft verändert. Vielmehr scheint es, als hätte die Landschaft selbst entschieden, wo Menschen seit Generationen ihren Weg finden dürfen. Mit jedem Schritt wird die Aussicht größer. Die letzten Birken liegen inzwischen hinter dir. Vor dir breitet sich das offene Fjell aus, weit, still und beinahe grenzenlos. Es ist eine Landschaft, die nichts beweisen muss. Sie lebt nicht von spektakulären Felswänden oder dramatischen Wasserfällen. Ihre Schönheit entsteht ganz aus ihrer Gelassenheit. In den Senken glitzern kleine Wasserflächen zwischen den Steinen. Manche bestehen nur wenige Wochen im Jahr, andere begleiten das Fjell schon seit Jahrtausenden. Einer dieser kleinen Tümpel liegt etwas abseits des Weges. Von oben betrachtet wirkt er fast unscheinbar
Und doch erzählt er eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Als sich die mächtigen Gletscher am Ende der letzten Eiszeit langsam zurückzogen, blieben an manchen Stellen nicht nur gewaltige Felsen, sondern auch gewaltige Eisblöcke zurück. Sie wurden von Sand, Kies und Geröll umgeben, während ringsherum bereits neues Land entstand. Erst viele Jahre später schmolzen diese letzten Eisreste vollständig, und dort, wo sie gelegen hatten, blieb eine Mulde zurück, die sich nach und nach mit Wasser füllte. Solche kleinen Seen nennt man Toteislöcher. Sie sind stille Erinnerungen an eine Zeit, in der ganz Skandinavien unter einer mehrere Kilometer mächtigen Eisschicht verborgen lag. Heute spiegeln sich darin die Wolken, der Himmel und die wunderschönen Farben des Herbstes. Vielleicht bleibst du einen Moment stehen, nicht weil du müde bist, sondern weil diese Landschaft ganz von selbst dazu einlädt, langsamer zu werden. Hier scheint niemand Eile zu kennen, weder der Wind noch das Wasser. Und ganz sicher nicht die Berge. Langsam setzt du deinen Weg fort, Schritt für Schritt durch diese stille, einsame Landschaft. Während der Pfad sanft um einige größere Felsen herumführt, hörst du erneut Wasser. Ein schmaler Gebirgsfluss, der sich mit erstaunlicher Leichtigkeit seinen Weg durch die Landschaft sucht. Das Wasser springt über helle Steine, verschwindet für einen Augenblick zwischen den Felsen und taucht wenige Meter weiter wieder auf. Es scheint beinahe zu tanzen. Seine Kraft entsteht durch zeitweise große Wassermassen und durch das stetige Gefälle. Jeder Höhenmeter genügt, damit das Wasser seinen Weg unaufhörlich fortsetzt. Vielleicht fällt dir auf, wie klar dieses Wasser ist. Jeden einzelnen Stein kannst du noch erkennen. Das liegt unter anderem daran, dass es hier kaum feine Sedimente gibt, die das Wasser trüben könnten. Ab und an, wenn das Sonnenlicht durch die Wolken bricht und auf die Wasseroberfläche trifft, beginnen tausende kleine Lichtpunkte über die Steine zu tanzen. Für einen kurzen Augenblick wirkt es fast so, als hätte jemand flüssiges Silber über das Flussbett gegossen. Du bleibst einen Moment auf einem kleinen hölzernen Steg stehen, der den kleinen Gebirgsfluss quert. Der Berg vor dir wird mit seinen weich geschwungenen Flanken hier und da von unbewachsenen, grau erscheinenden Geröllhalden durchzogen. Dazwischen immer wieder die roten Farbtupfer vom Laub der kleinen Sträucher. Darüber zieht ein feiner Nebel aus Wolken sanft über den Bergrücken. Während du weitergehst, fällt dir auf, dass der Wind etwas frischer geworden ist. Die klare Luft trägt den Duft von feuchtem Stein herüber. Über den höchsten Bergen ziehen weiter graue Wolken auf. Noch sind sie weit entfernt, doch sie erinnern daran, dass der Herbst im hohen Norden seine eigenen Regeln kennt. Das Wetter kündigt sich hier selten laut an. Es verändert sich einfach, fast so leise wie die Landschaft selbst. Während du den Blick noch einmal über die weiten Hänge schweifen lässt, bemerkst du, dass auch das Licht sich verändert hat. Es geschieht so langsam, dass man den Augenblick kaum benennen kann. Eben noch lag ein warmer, goldener Schimmer über den herbstlichen Farben des Fjells. Doch die heranziehenden Wolken streifen die Bergkämme und legen sich wie ein feiner Schleier vor die Sonne. Die Farben werden weicher und gedämpfter. Fast wirkt es, als würde die Landschaft selbst einen Moment zur Ruhe kommen. Auf den höchsten Gipfeln ist schon der erste Schnee gefallen. Eine noch zarte, weiße Decke, die nahtlos in die Farbe des wolkenbedeckten Himmels übergeht. Im hohen Norden ist das nichts Ungewöhnliches.
Der erste Schnee folgt hier keinem festen Kalender. Manchmal genügt eine einzige kalte Nacht, und die Berge tragen am nächsten Morgen ihre ersten weißen Flecken. Wenige Tage später kann die Sonne sie wieder schmelzen lassen. Dann kehren noch einmal milde Stunden zurück, bevor der Winter schließlich endgültig Besitz von der Landschaft ergreift. Gerade dieses ständige Kommen und Gehen gehört zum Fjell. Nichts bleibt hier lange gleich, und doch wirkt alles zeitlos. Du ziehst den Reißverschluss deiner Jacke ein kleines Stück höher und gehst weiter. Nicht, weil das Wetter dich antreibt, sondern weil jeder Schritt sich angenehm anfühlt. Deine Muskeln arbeiten ruhig. Der Atem findet seinen eigenen gleichmäßigen Rhythmus. Vielleicht spürst du diese angenehme Müdigkeit, die nur nach einem langen Tag draußen an der frischen Luft entsteht. Nicht erschöpfend, sondern wohltuend. Jeder Schritt lässt den Alltag ein wenig weiter zurück. Gedanken, die noch am Morgen wichtig erschienen, verlieren hier draußen langsam ihre Bedeutung. Zwischen Himmel und Erde bleibt nur noch das, was dieser Augenblick gerade braucht. Und das ist erstaunlich wenig. Ein schmaler Weg, ein ruhiger Atem und die Gewissheit, dass irgendwo vor dir bereits der Platz wartet, an dem du heute Nacht schlafen wirst. Du erreichst schließlich einen kleinen Höhenzug. Vor dir öffnet sich eine Landschaft, die wie aus einer anderen Zeit wirkt. Eine Zeit, tausende Jahre vor heute. Deine Fantasie lässt Riesenhirsche und Wollhaar-Mammuts über die Landschaft ziehen. Du bist ein stiller Beobachter am Rande dieser Szenerie. Ein weit verzweigter Fluss windet sich in weiten Bögen durch eine breite Talebene. Von hier oben erinnert sein Verlauf beinahe an ein silbernes Band, das jemand locker über den Boden gelegt hat. Die wilden Flussarme entstehen nicht zufällig. Wo das Gelände flacher wird, verliert das Wasser an Geschwindigkeit. Statt geradeaus zu fließen, beginnt es langsam hin und her zu pendeln. Über viele Jahre entstehen so immer größere Bögen, sogenannte Mäander, die sich stetig verändern und das Tal ganz allmählich neu formen. Vielleicht fällt dir aber noch etwas anderes auf. Das Tal selbst besitzt keine scharfen Hänge, es wirkt breit, offen, fast sanft. Der Fluss allein hätte diese Form kaum erschaffen können. Vor sehr langer Zeit füllte auch hier ein gewaltiger Gletscher dieses gesamte Tal aus. Er schob sich immer weiter, ganz langsam talwärts, und gab so über Jahrtausende dem Tal seine markante Form. Diese weiten, U-förmigen Täler sind für Skandinavien so typisch. Heute fließt nur noch ein schmaler Fluss dort, wo einst ein mehrere hundert Meter mächtiger Eisstrom unterwegs war. Genau solche weiten Täler nutzt seit vielen Jahrhunderten auch die samische Bevölkerung dieser Region, die diesen Teil Nordskandinaviens Sápmi nennt. Entlang dieser breiten Talböden zogen und ziehen bis heute Rentierherden im Rhythmus der Jahreszeiten, im Sommer hinauf in die kühleren Höhen, im Winter zurück in die schützenden Wälder. Manche samischen Familien folgten ihren Herden über hunderte Kilometer. Und dabei entstand über die Zeit ein eigener Kalender, der nicht nur 4, sondern 8 Jahreszeiten kennt, jede von ihnen benannt nach dem, was Tiere, Pflanzen und Licht in dieser Zeit tatsächlich tun. Der Herbst, den du heute durchwanderst, würde in dieser Zählweise vielleicht als Herbstsommer gelten, jene kurze, goldene Phase zwischen dem Ende des Sommers und dem ersten dauerhaften Schnee. Der Wind streicht nun etwas kräftiger über die Höhen. Die grauen Wolken ziehen langsam weiter über die Gipfel hinweg. Ab und an bricht die Sonne durch die Wolken und lange Schatten ziehen über das Tal.
Mal leuchten einzelne Hänge noch einmal in warmem Gold auf, nur um wenige Augenblicke später wieder im sanften Grau des Himmels zu verschwinden. Dieses wechselnde Licht gehört zu den schönsten Seiten des nordischen Herbstes. Kein Augenblick gleich dem nächsten. Und doch wirkt alles ruhig, fast so, als würde die Landschaft selbst langsam ihren Atem verlangsamen. Du bleibst noch einen Moment stehen und nimmst die Weite in dich auf. Dann wendest du den Blick wieder dem Weg zu, denn irgendwo dort vorne, hinter der nächsten sanften Anhöhe, wartet bereits die nächste atemberaubende Kulisse. Nach dem weiten Ausblick über das offene Fjell fühlt sich der schmale Pfad plötzlich beinahe vertraut an. Große, vom Wetter geglättete Felsen säumen den Weg. Dazwischen schlängelt sich ein kleiner, wilder Gebirgsbach talwärts und begleitet dich mit seinem ruhigen Plätschern. Er sucht sich seinen Weg zwischen den Steinen, so wie er es vermutlich schon seit Jahrhunderten tut. Im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze beginnt, wird er deutlich mehr Wasser führen. Jetzt, im frühen Herbst, fließt er ruhig und gleichmäßig durch das Tal. Während du weitergehst, bemerkst du die ersten flachen Stellen neben dem Weg. Fast unbewusst beginnt dein Blick, die Umgebung anders wahrzunehmen. Wo wäre ein guter Platz für die Nacht? Wo schützt ein kleiner Geländerrücken vor dem Wind? Wo bleibt der Boden trocken, wenn in der Nacht Tau oder ein kurzer Regenschauer niedergeht? Es sind Gedanken, die sich ganz von selbst einstellen, nicht weil Eile besteht, sondern weil die Natur seit jeher ihre eigenen kleinen Entscheidungen verlangt. Wir Menschen haben Jahrtausende in der Natur gelebt und geschlafen. Wir waren mit ihr verschmolzen, bevor wir uns isoliert in Häuser zurückgezogen haben. Doch unser uraltes Wissen ist immer noch in uns. Wir müssen es nur wieder freilassen. Der Tag neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Die Beine fühlen sich angenehm schwer an, nicht erschöpft, sondern erfüllt von vielen ruhigen Kilometern durch eine Landschaft, die mit jedem Schritt ein wenig stiller geworden ist. Vor dir verengt sich der Pfad noch einmal zwischen einigen Felsen. Dahinter wartet ein geschützter Platz, den viele Wanderer zunächst achtlos passieren würden. Für dich wird er heute zu einem kleinen Zuhause. Der Pfad führt dich schließlich zu einem großen, offenen See, der sich ruhig zwischen den Hügeln des Fjells ausbreitet. Sein Wasser besitzt eine Farbe, die dich für einen Moment innehalten lässt. Ein tiefes, klares Türkis. Fast so, als läge dort unten kein gewöhnliches Bergwasser, sondern flüssiges Glas. Diese ungewöhnliche Farbe verdankt der See einem winzigen, unsichtbaren Bestandteil, dem sogenannten Gletschermehl, feinster Gesteinsstaub, so klein, dass er niemals zu Boden sinkt, sondern dauerhaft im Wasser schwebt und das Licht auf ganz besondere Weise bricht. Dieses Mehl entstand einst tief unter einem Gletscher, dort, wo unvorstellbares Gewicht ganze Felsmassen langsam zu feinstem Puder zermahlen hat. Über Bäche und Flüsse gelangte es schließlich hierher, in dieses ruhige Becken, wo es bis heute jedem Sonnenstrahl dieses besondere Türkis schenkt. Über dem See hängen die Wolken immer noch tief und schwer. Doch genau dort, wo der Himmel sich für einen schmalen Streifen öffnet, fällt warmes Licht auf die verschneiten Gipfel in der Ferne und lässt sie für einen kurzen Moment golden aufleuchten, während alles andere im ruhigen Grau verharrt. Du entscheidest dich, hier zu bleiben. Am Ufer, dort, wo das rostrote Herbstlaub der Zwergsträucher fast bis ans Wasser reicht, findest du einen geschützten Platz für dein Zelt, nah genug am See, um sein leises Rauschen zu hören
und doch hoch genug, um trocken zu bleiben. Während du deinen Rucksack absetzt, lässt du den Blick noch einmal über die stille Wasserfläche schweifen. Unter dieser ruhigen Oberfläche lebt mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. In solch klaren, kalten Bergseen wie diesem fühlen sich vor allem zwei Fische wohl, der Rödding, ein naher Verwandter des Lachses mit rötlich schimmerndem Fleisch, und die Bergforelle, die Öhring, wie man sie hier nennt. Beide sind wahre Kinder des kalten Wassers. Sie brauchen sauerstoffreiche, ungetrübte Seen wie diesen, um zu überleben, und ziehen sich im Winter in die tieferen, wärmeren Schichten zurück, weit unter die geschlossene Eisdecke, die sich bald über diesem See ausbreiten wird. Aber noch ist es nicht so weit. Noch liegt der See offen und ruhig vor dir, während der Abend langsam näher rückt und irgendwo unter der türkisfarbenen Oberfläche das Leben seinem eigenen, geduldigen Rhythmus folgt. Nachdem das Zelt seinen Platz gefunden hat, kehrt eine ganz besondere Ruhe ein. Es ist jene Stille, die erst entsteht, wenn für den heutigen Tag nichts mehr erledigt werden muss. Der Rucksack steht neben dem Eingang, die Wanderschuhe liegen ordentlich davor. Jeder Handgriff geschah beinahe automatisch, eingeübt durch viele Tage draußen in der Natur, und nun darf alles langsam zur Ruhe kommen. Du setzt dich noch einen Moment vor das Zelt, nicht weil noch etwas zu tun wäre, sondern weil dieser Augenblick einfach zu schön ist, um ihn zu übergehen. Die Luft ist inzwischen deutlich kühler geworden. Mit jedem Atemzug scheint sie noch klarer zu werden. Der Wind trägt den frischen Duft des feuchten Bodens im Fjell. Irgendwo zwischen den Steinen fließt noch immer der kleine Bach, dessen leises Murmeln inzwischen fast wie ein vertrauter Begleiter wirkt. Vielleicht fällt dir jetzt auf, wie weich der Boden unter dir erscheint. Die dicken Moospolster speichern erstaunliche Mengen Wasser. Manche Arten können ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts aufnehmen. Dadurch wirken sie wie kleine, natürliche Schwämme, die Regen langsam speichern und ebenso langsam wieder an ihre Umgebung abgeben. Ohne diese Moose würden viele der kleinen Bäche im Sommer deutlich schneller austrocknen. Selbst dort, wo kaum Erde vorhanden ist, schaffen sie neues Leben. Zwischen den weichen Polstern wachsen winzige Pilze, Flechten und unzählige Mikroorganismen, die mit bloßem Auge niemals sichtbar werden. Und zusammen bilden sie eines der ältesten und zugleich empfindlichsten Ökosysteme des Nordens. Gerade deshalb wirkt das Fjell so zeitlos. Es verändert sich zwar, aber in einem Rhythmus, den der Mensch kaum wahrnehmen kann. Nichts versucht hier festgehalten zu werden. Alles darf einfach sein, so wie es gerade ist. Inzwischen ist die Dunkelheit ein wenig näher gerückt. Nicht plötzlich, sondern beinahe unmerklich, so wie sich auch der Herbst im hohen Norden oft ankündigt. Nicht laut, sondern mit kleinen Veränderungen, die man erst wahrnimmt, wenn man für einen Augenblick innehält. Du sitzt noch immer vor dem Zelt, die Hände um eine warme Tasse gelegt. Der aufsteigende Dampf verschwindet langsam in der kühlen Abendluft. Vor dir liegt der See fast regungslos. Die Berge wirken im weichen Abendlicht größer als noch am Nachmittag. Ihre Konturen verschwimmen langsam mit den tief hängenden Wolken. Nur die hellen Flechten auf den Steinen fangen noch die letzten Reste des Tageslichts ein. Vielleicht fragst du dich, weshalb hier oben überhaupt noch so viele Pflanzen wachsen können. Die Antwort liegt im kurzen nordischen Sommer. Sobald im Juni die Schneefelder schmelzen, beginnt ein regelrechter Wettlauf gegen die Zeit.
Innerhalb weniger Wochen treiben Blätter aus, Blüten öffnen sich, Insekten schlüpfen und Beeren reifen heran. Jede Pflanze nutzt beinahe jede Stunde des langen Tageslichts. Was weiter südlich mehrere Monate dauert, muss hier oft in 6 oder 8 Wochen geschehen. Und dennoch wirkt nichts gehetzt. Die Natur kennt ihren eigenen Rhythmus. Sie eilt niemals. Sie nutzt einfach jeden Augenblick, den ihr das Licht schenkt. Vielleicht fällt dein Blick auf einige kleine, rote Beeren zwischen den Zwergsträuchern. Es könnten Preiselbeeren sein. Sie gehören zu den letzten Früchten, die der Herbst hervorbringt. Und selbst nachdem der erste Frost über das Fjell gezogen ist, bleiben sie oft noch lange genießbar. Seit Jahrhunderten sammelten die Menschen Lapplands diese Beeren, um sie für den langen Winter haltbar zu machen. Ihr leicht säuerlicher Geschmack gehört bis heute genauso zum Norden wie Birken, Rentiere oder die endlosen Wälder. Vielleicht bemerkst du, dass auch deine Gedanken inzwischen ruhiger geworden sind. Sie ziehen vorbei wie die Wolken über den Bergen, ohne festzuhalten, ohne etwas lösen zu müssen. Schließlich öffnest du den Reißverschluss des Zeltes ein kleines Stück weiter. Eine angenehme Wärme empfängt dich. Der Schlafsack liegt bereits ausgebreitet und wartet auf die Nacht. Langsam kriechst du hinein. Schon nach wenigen Augenblicken beginnt sich die gespeicherte Wärme auszubreiten. Die Schultern entspannen sich, die Beine werden angenehm schwer. Der Körper erinnert sich daran, wie gut sich Müdigkeit anfühlen kann, wenn sie nicht von Anstrengung stammt, sondern von einem langen Tag in der Natur. Draußen rauscht der Wind noch immer leise über das Fjell. Sanft hörst du Wasser an das Seeufer rollen. Das ist genau einer der Gründe, weshalb man sich draußen oft so tief entspannen kann. Du atmest langsam ein und wieder aus. Die klare Luft des Fjells hat den ganzen Tag über jeden Atemzug begleitet. Nun füllt sie auch das kleine Zelt mit ihrer frischen Kühle. Draußen sinkt die Temperatur weiter. Vielleicht bildet sich in dieser Nacht bereits der erste feine Reif auf den Gräsern. Winzige Wassertröpfchen gefrieren dabei zu filigranen Eiskristallen, lange bevor die Sonne wieder über die Berge steigt. Wenn der Morgen kommt, wird jedes Moospolster glitzern, als hätte jemand tausende kleiner Sterne darauf verteilt. Doch bis dahin bleibt noch viel Zeit. Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Träumen, Zeit, einfach nur den leisen Geräuschen der nordischen Nacht zuzuhören. Während deine Augen langsam schwerer werden, scheint das Fjell selbst über dich zu wachen. Die Berge stehen unbewegt unter dem dunkler werdenden Himmel. Der kleine Bach erzählt noch immer seine uralte Geschichte. Und irgendwo draußen, verborgen zwischen den sanften Hügeln Lapplands, setzt der Kungsleden seinen Weg fort, still, geduldig und zeitlos. So wie seit unzähligen Generationen. Irgendwann bist du eingeschlafen, ganz ohne es zu bemerken. Vielleicht irgendwo zwischen dem leisen Plätschern des Sees und dem sanften Streichen des Windes über die Zeltwand.